Geehrte Zuschauer, herzlich willkommen im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt. Es geht weiter in unserer Serie Phänomen Anastasia mit Teil 3 von Band 6. Das Wissen der Ahnen. Ich wünsche Ihnen spannende Minuten. Geehrte Damen und Herren, wir machen weiter mit dem Phänomen Anastasia, Band 6, Teil 3, das Wissen der Ahnen. Neben mir Herr Konstantin Kirsch. Ich grüße Sie, Herr Kirsch. Guten Tag, Herr Jungwirth. Wir machen weiter im Kapitel 6 des Werkes, das Zeitalter der Bildgestaltung. Ja, nach dieser sehr langen Zeitspanne des Vedismus kommt jetzt die Beschreibung dieses 9000 Jahre dauernden Zeitraums der Bildgestaltung. Da wird gesagt, dass ein gemeinsames Bild, was Menschen in sich kreieren können, also ein kollektiver Gedanke, eine Energie ist, die praktisch nicht aufzuhalten ist. Und die Menschen haben diese Kraft kennengelernt und wahrgenommen und damit Stück für Stück die Erde noch schöner gemacht. Und das ist im Prinzip schön, nur es hat dann relativ schnell eine kleine Gruppe von Menschen gegeben, es wird geschrieben, dass es 6 Menschen waren, die nicht ganz die Balance in sich halten konnten, die in Richtung Größenwahn eine Tendenz wahrgenommen haben. Und diese Gruppe wurden dann die 6 Priester, die quasi im Hintergrund dann gesagt haben, wir können die Welt steuern, wir können diese Bilder auch steuern. Einer davon ist dann der Oberpriester von denen geworden. Und natürlich ist eine sehr, sehr starke Macht, diese kollektiven Bilder lenken zu können. Und dann wird in diesem Kapitel beschrieben die Geschichte von Moses, wie er dann auch mit dem Volk der Juden dann 40 Jahre durch die Wüste gegangen ist oder geirrt ist. Da gibt es unterschiedliche Deutungen. Oder von Gott geführt wurde. Und es wird auch Mose als Priester bezeichnet. Nicht direkt, dass er einer von den 6 Priestern ist. Das habe ich jetzt mal direkt vermutet, dass es so gemeint sein könnte. Auf jeden Fall hat er sehr starke Kräfte gehabt und eine sehr klare auch Attraktivität, dass die Menschen mit ihm gegangen sind. Und es ist irgendwo auch eine Art verrückte Sache, ein ganzes Volk das zum verheißenen paradiesischen Garten zu führen und dann aber in die Wüste zu gehen und immer wieder in der Wüste herumzuirren. Und es ist dann wohl so wird es beschrieben, dass in dieser Zeit das jüdische Volk eine Art Kodierung bekommen hat. Ich empfinde es so, wenn man 40 Jahre lang in einer ziemlich unwirtlichen Gegend lebt, physisch real, aber im Geist immer von dem Paradiesischen träumt, dann verschiebt sich die Trennung zwischen dem geistigen inneren Vorstellen und dem real Erlebten. Das real Erlebte ist eher quasi unschön und sehr wenig paradiesisch, aber gedanklich ist dann sehr paradiesisch. Und dann wird auch darauf eingegangen auf die Entstehung vom Christentum, von Jesus, der das wahrgenommen hat, dieses kodierte Volk, was einfach eine Art, vielleicht auch Trennung Geist-Körper dann im Bewusstsein erlitten hatte. Und er hat dann eine Form der Religion entwickelt mit seinen Wertemustern, die teilweise widersprechen zu dem vorher. Zum Beispiel nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern halt mal die andere Backe hin. Das ist ja groß unterschiedlich. Und diese Religion von Jesus ist aber wohl gezielt von ihm entwickelt worden, um dieses kodierte jüdische Volk zu befreien von dieser Manipulation, die sie erlitten haben. Und es war wohl nicht gedacht von Jesus, dass sein Konzept oder sein Glaubensmuster, sein Christentum auf die ganze Welt sich ausbreiten sollte. Es war gezielt für diese Situation. Es wird da, glaube ich, auch ein Beispiel aufgezeigt, wo eine Frau zu Jesus kommt, die aber aus eine Nichtjüdin, und wo er sagt, also ich lange die nicht an und ich behandle die nicht, wo dann seine Jünger sagen, wieso machst du das? Und sagt er, ich bin nur hier, um die Kinder Israels auf den richtigen Weg zu führen. Und dann ist diese Diskrepanz, dass
Der jüdische Glauben ist so formuliert worden, dass es das auserwählte Volk ist und beim Christlichen eher so Mitgefühl und Nächstenliebe und ich gebe mein letztes Hemd auch noch ab und das beißt sich im Prinzip. Und es wäre grundsätzlich denkbar gewesen, dass das gesamte jüdische Volk den Glauben weiterentwickelt, dass ein neues Konzept da ist. Und es ist aber so ausgeführt in dem Buch, dass es heißt, dass es absichtlich beides beibehalten wurde. Ich sage mal salopp, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Das heißt, im Hintergrund gibt es Interessengruppen, die sich freuen, wenn das jüdische Weltbild und das christliche sich beißt. Und in diesem Konflikt sind wir bis heute noch. Dass da die einen sagen, die bösen Juden und die sagen, wir sind aber das erwählte Volk. Und ohne das beides zu bewerten, im Prinzip sind beide Gruppierungen auf ihre Weise mit Gott verbunden, aber auf ihre Weise auch Opfer. Und jemand im Hintergrund freut sich über den Konflikt. Es geht dann weiter, der geheime Krieg mit der vedischen Rus. Was ist hier gemeint? Ja, es geht darum, dass diese Priester mit ihrem Tendenz Richtung Größenwahn Stück für Stück viele Regionen erobern konnten, aber bei der vedischen Rus hatten sie Probleme. Gelinde gesagt, gescheitert sind. Ging es nicht. Und zwar haben sie versucht, ihre Glaubenskonzepte reinzutragen, aber jeder Zweite in dieser vedischen Rus war ein Poet, ein Dichter, der hat sich diese Geschichten angehört und hat dann da seine Reime, seine Lieder drauf gemacht. Und dann hat das Volk gelacht. Und dann war das Ding im Prinzip vorbei. Und das ging über im Prinzip lange Zeiträume, sodass diese vedische Rus nicht erobert werden konnte. Aber die Priester haben weitergemacht und es geht dann weiter, in welchem Tempel soll Gott dann sein? Also das ist das genau. erste Gleichnis anders. Ja. Das ist dann einer der Ansätze, wie in Russland versucht wurde, das quasi zu installieren. Ja, die Wand zu brechen. Und zwar wird beschrieben, dass da eine Siedlung war mit 99 Familien. Und es kamen dann 100 angeblich sehr weise Menschen, die dann erklärt haben, auf 100 verschiedene Arten und Weisen, wie denn Gott angebetet werden sollte. Und die in der vedischen Rus haben jetzt Gott nicht angebetet, sie waren mit dem befreundet, verbunden. Dann haben sie es aber trotzdem angehört, aha, und dann wurden 100 verschiedene Tempel gebaut und dann gab es im Prinzip Streit untereinander, der vorher gar nicht da war. Von wegen, wir beten so, dieses Haus und jenes Haus. Und so wurde versucht, Streit in das Volk zu bringen. Das hat aber auch nur ein bisschen gewirkt. Das ist im Prinzip, es heißt, das erste Gleichnis von Anastasia. Sie hat jetzt 3 verschiedene Gleichnisse. Und es ist ein Gleichnis, wie versucht wurde, Streit zu entfachen. Das zweite ist der beste Platz im Paradies. Ja. Ja, genau. Das ist eine Geschichte von 4 Brüdern, die am Grab des Vaters stehen und dann darum bitten, dass der Geist des Vaters sich nochmal meldet. Sie kommen mit ihm mal ins Gespräch und sie fragen, wo bist du jetzt gelandet? Er sagt, Paradies, alles gut. Ja, und Vater, kannst du denn absehen, wo wir dann eines Tages hinkommen? Und er lobt dann von allen 4 Söhnen die Fähigkeiten, die Kompetenzen und alle kommen ins Paradies, verkündet er ihnen schon. Die Zeit vergeht und von diesen 4 Brüdern sind 3 erfolgreich im Geschäft oder erfolgreich beim Kämpfen im Militär. Eines Kriegs unterschiedlich. Ja. Und einer ist eher so, der einfach zu Hause den Garten macht. Und schlussendlich sind dann irgendwann alle quasi im Paradies, aber der Jüngste fehlt. Und die 3 Brüder wundern sich, wo ist er denn? Und dann fragen sie Gott, sie fragen den Vater, glaube ich. Ja, er hat gerade ein Gespräch mit Gott. Okay, gut, dann wieder eine Zeit später. 100 Jahre sind das, glaube ich. Genau. Und dann, wo ist er denn, unser jüngster Bruder? Er hat gerade Gespräch mit Gott und es stellt sich heraus, er ist auf Erden, im Garten. Sein Körper hat er schon mehrfach gewechselt, der Körper ist gestorben, seine Seele ist aber wieder inkarniert. Und dann, ja, da ist er im Gespräch mit Gott, mit den göttlichen Pflanzen, mit der göttlichen Schöpfung. Und dann sagen die 3 Brüder, wir wollen gerne auch eine Chance haben, mit Gott im Gespräch zu sein, auf so einem Landsitz, den wir gestalten. Und dann kam die lapidare Antwort, so eine Chance hattet ihr schon mal.
Ja, das gibt zum Nachdenken, wenn Ja, man ja, sich das durchliest, genau. wie man das jetzt halt nochmal die Kuh vom Eis kriegt selber. Weil wir sind ja in unserer Chance gerade Ja. im Hier und Jetzt und vielleicht ist es geschickt, sich dem Garten zuzuwenden. Ja. Dann geht es weiter mit dem dritten Gleichnis, der reichste Bräutigam. Ja, das ist Auch ganz, schöne Geschichte, ganz ja. spannend. Da geht es um zwei Nachbarn, die Söhne haben und der eine ist so voll der Unternehmer und ich überlege genau, was könnte jetzt am Markt gut ankommen, dann baue ich das an. Schon noch Gärtner, aber tendenziell immer mehr Landwirt mit Traktor und Auto und so immer. Und der andere hat sein Pferd, einen kleinen Wagen hinten dran. Und der mit seinem Auto, ja, ich habe doch ein besseres, schöneres Auto. Ja, du brauchst doch Ersatzteile. Ja, aber dein Pferd stirbt auch mal. Ja, aber das gibt noch einen Fohlen. Und ich kann dann auch meine Gedanken einfach frei fließen lassen. Das Pferd findet den Weg alleine nach Hause. So ein unterschiedliches Denken. Und dann geht's, das heißt ja der reichste Bräutigam, dass die zwei Söhne von diesen Nachbarn älter werden, Richtung die Braut zu finden. Dann ist einfach das Mädchen des Dorfältesten soll eine große, besondere Schönheit des Dorfes sein. Und beide von diesen jungen Männern hätten diese Frau gerne als ihre Partnerin. Und in der Auswahl, wo dann die Frau auch gefragt wird, wen sie denn wählt, sagt sie, ich wünsche ein glückliches Leben, ein gesundes Leben, wünsche mir Kinder und ich wähle deswegen den reichsten Bräutigam. Der Unternehmervater freut sich schon, aber sie wendet sich dem anderen Vater zu und sagt, ihren Sohn hätte ich gerne als Partner. Und dann sagt sie, ja, dieser eine Landsitz, der produziert Geld und der andere Wohlstand und Glück und ich will Kinder, ich wähle den, der mit der göttlichen Schöpfung in Verbindung ist und nicht nur der Fokus auf Geld. Ja, wäre schön, wenn wir da wieder hinkommen. Gell? Erst in Gedanken, später in der Realität. Genau. So. Es geht weiter, geänderte Taktik der Priester. Was ist da gemeint? Ja, die Priester sind quasi genervt, dass sie Russland nicht erobern können, oder die vedische Russ, so hieß es damals. Und sie hatten wohl irgendwie 40.000 Jahre lang keinen Erfolg. Immer nur gescheitert. Dieses Volk konnten sie nicht kleinkriegen. Und es ist wohl ganz grob so, dass es erst von jetzt an gerechnet vor 1000 Jahren dann den Weg gefunden haben. Und zwar haben sie eine ganz andere Strategie angewendet. Anstatt etwas zu verkünden, wie denn ein entsprechender Glauben sein soll, haben sie geschaut, wer von den Menschen dort empfänglich ist für falschen Stolz. Sie haben also geschaut, wen kann man mit entsprechendem Lob überschütten. Du bist ein ganz besonderer Mensch, du bist ein Auserkorener. Und dann sind sie vor diese Menschen voll auf die Knie gefallen, haben sie beschenkt und manchen Einzelnen eingeredet, sie seien etwas Besseres. Also das Ego gepusht. Auch wenn es Jahrhunderte gedauert hat, aber es hat schlussendlich funktioniert, dass sie einzelne Menschen quasi auch aus ihrer Balance geholt haben, von wegen, sie sind jetzt stolz, etwas Besseres zu sein. Und das sind dann die sogenannten Fürsten, die sind dann genau, entstanden. das sind die ersten Fürstentümer geworden, die vermeintlich auf der Oberfläche aussehend mächtiger sind, die quasi höher stehen, prachtvollere Kleidung, größere Häuser, aber eigentlich im Inneren nicht so harmonisch und so ausgewogen sind. Und abhängig von den Priestern. Genau, im Prinzip sind sie ja einfach, ja, Bioroboter wird an einer Stelle auch gesagt, sie einfach Handlanger. Haben Sie denn zum Schluss diesen Teils noch ein Zitat für uns? Ja, weil es ja heißt, das Zeitalter der Bildgestaltung, dieses Was ist denn ein Bild, habe ich ein Zitat gefunden. Ein Bild ist ein von menschlichen Gedanken erdachtes, energetisches Wesen. Dieses kann von einem oder von mehreren Menschen geschaffen werden. Die Fähigkeit, Bilder zu schaffen, ist nur dem Menschen zu eigen. Das von einem kollektiven menschlichen Gedanken geschaffene Bild kann eine kolossale zerstörerische oder auch schöpferische Kraft haben. Konzentrieren wir uns mal auf die schöpferische. Herr Kirsch, ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Liebe Zuschauer, es geht gleich weiter mit Teil 4. Das war Teil 3 von Band 6, das Wissen der Ahnen. Freuen Sie sich auf Teil 4. Bis zum nächsten Mal im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt.